Die Health and Life Science Alliance Heidelberg-Mannheim ist eine Forschungs- und Innovationsinitiative. Wir bündeln Wissen, Kräfte und Ressourcen aus 7 lebenswissenschaftlichen medizinischen Einrichtungen, die alle auf Spitzenniveau forschen, damit Patientinnen und Patienten ein besseres Leben führen können. Wir forschen gemeinsam, damit alle Menschen gesund leben können. Ich bin Spezialist für seltene Erkrankungen, insbesondere Erkrankungen, die mit geistiger Behinderung und Autismus bei Kindern einhergehen. Die Alliance hilft uns zu vernetzen, um komplexe Fragestellungen besser zu verstehen. Das ist ein Geschenk von einer Patientin aus den USA, die von einer sehr seltenen Erkrankung betroffen ist, die wir vor einigen Jahren entdeckt haben. Durch Unterstützung der Alliance erforschen wir die Grundlagen dieser Erkrankung, sowohl bei uns im Labor als auch in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Mall am DKFZ. Für uns war die Alliance persönlich auch unheimlich wegbereitend schon. Wir interessieren uns dafür, wie Zellen sich entscheiden, was sie werden. So kann man sich vorstellen, eine Stammzelle kann verschiedene Wege gehen auf dem Weg in der Entwicklung. Und manchmal nimmt sie eine falsche Abzweigung und fällt sogar vom Tisch, was einen krankhaften Prozess darstellen würde. Was wir natürlich wollen, ist, dass die Zellen immer den richtigen Weg gehen und in ihrer Bestimmung landen und ihre Funktion übernehmen, wie beispielsweise eine Gehirnzelle, die uns erlaubt zu denken. Und ich glaube, dieser Prozess, wie das funktioniert, ist unglaublich schön wiedergespiegelt in der Alliance, weil es hier ganz viele Mitglieder gibt in der Alliance, die versuchen, den Weg der Murmel oder der Zellen besser zu verstehen, in verschiedenen Themengebieten, um eventuell die Weiche immer in die richtige Richtung zu stellen, damit Zellen immer ihre Bestimmung erlangen und Menschen gesund und glücklich leben können. Wir forschen an künstlichen Zellen und wie man neue molekulare Maschinerie für künstliche Zellen aus RNA-Origami zusammenbasteln kann. Die Alliance hilft uns dabei, unsere neuen Technologien tatsächlich auch zur medizinischen Anwendung zu bringen. Wir interessieren uns für Entzündung im Muskelgewebe oder im Gehirn. Und das ist immer wie so ein Vulkanausbruch. Beispielsweise hier irgendwo im Gehirn kommt es zu einer massiven Eruption, Lava wird ausgespuckt und das Ganze verteilt sich dann in der Umgebung des Vulkans. Ganz ähnlich ist es im Gehirn, nur das Gehirn ist etwas komplizierter vom Aufbau. Um das Ganze zu verstehen, brauchen wir verschiedene Techniken, Tools. Und diese Tools finde ich innerhalb der Alliance. Als Neuropathologen hier in Heidelberg ist unser Schwerpunkt die Erforschung und die Diagnostik von Hirntumoren. Gerade ist es uns gelungen, eine Methode zu entwickeln, die diese Diagnostik revolutioniert. Konkret hat uns die Alliance geholfen, diese Methode noch weiter zu verfeinern. Ich bin Schmerzforscherin. Millionen Menschen in der Welt leben mit chronischen Schmerzen. Die Alliance erlaubt mir, auch mit anderen Gebieten eng zu kooperieren. Zum Beispiel mit der Krebsforschung, wo Krebs zu Schmerzen führt oder Krebstherapien zu Schmerzen führen. Diese können wir gemeinsam angehen und damit ist die Alliance eine sehr, sehr wichtige Plattform für uns, solche Kooperationen anzugehen. Wir leiten aktuell eine der Plattformen in der Multispace-Initiative. Das sind Plattformen, die ermöglichen allen Allianzmitgliedern Zugang zu neuen bildgebenden Technologien. Ein gutes Beispiel ist diese Virtual Reality Brille, die uns ermöglicht, direkt in Tumorgewebe einzusteigen. Das heißt, wir können dort direkt sehen, wo die Immunzellen sind, wo die Tumorzellen sind. Und Ärzte und auch unsere anderen Partner können Annotationen direkt in diesem Gewebeverband durchführen. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne die Health and Life Science Alliance. Diese institutionenübergreifende Zusammenarbeit macht Spaß, bringt Energie in ganz viele Projekte herein und der Transfer in die Gesellschaft bringt unsere Region langfristig auch voran. Auch wenn unser Name gerade in der Region nicht immer leicht zu verstehen ist, die Health and Life Science Alliance.